Schadstoffe in Lebensmitteln, das ist erstmal ein unangenehmes Thema. Ja? Die meisten Leute hier werden sich nicht damit wohlfühlen. Was esse ich da jeden Tag? Was nehme ich zu mir? Ist da irgend so ein Gift drin? Also es ist generell so ein Thema, wo du sagst, "Boah, das mag ich jetzt nicht so gerne." Aber auf der anderen Seite fühlen sich auch die Leute auf der anderen Seite, Chemiker beispielsweise, Regulierer, die fühlen sich damit auch nicht wohl, ja, weil Chemie, das ist schlecht, Chemie ist also ungut, ja, also der Chemiker selbst fühlt sich relativ schnell angegriffen davon, ja. Ich selbst bin Umweltchemiker, das Geo ist schon ein bisschen vorbei. Also man fühlt sich dann so, man müsste sich jetzt verteidigen gegen die Chemie. Also es ist insgesamt immer ein heikles Thema. Fangen wir mal an. Was würde der Chemiker zu Ihnen sagen? Ja, ich spreche jetzt als Umweltchemiker für einen Moment und ich wechsle diese Perspektive jetzt sehr oft. Der Umweltchemiker würde erstmal sagen, das macht doch gar nichts. Alles ist Chemie. Ihr Körper besteht hier unten aus Sauerstoff, er besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und da oben ist noch ein bisschen Gehirn mit drin, mit anderen Elementen. Das sind die Massenprozent. Wenn Sie die Anzahl nehmen würden, sehen diese Zahlen ganz anders aus. Er würde weiter sagen, synthetische Stoffe sind ja jetzt nicht per se schlecht. Sie benutzen vielleicht Vitamin C, weil Sie irgendwo gelesen haben, das fördert Ihre Gesundheit. Ob es das tut oder nicht, können wir nachher noch besprechen. Backpulver haben Sie wahrscheinlich auch schon mal benutzt, ist synthetisch hergestellt. Beides jetzt nicht so fürchterlich schlecht. Und die natürlichen Stoffe, die gut sind, da sehen Sie hier oben die Rizinussamen. Ja, das Rizin gehört zu einem der stärksten Gifte, die wir überhaupt kennen. Schimmelpilze wurden heute schon mehrmals angesprochen. Aflatoxin B1, Aspergillus, diesen Schimmel, den Sie sehen, wirklich gemein. Also wenn Sie Schimmel sehen, wegwerfen, nicht essen. Ja? Also das sind Themen, die sind prägnant. Wenn Sie Ihre Partnerin, Ihren Partner sehen, dass er zu Hause diesen Rizinusbaum anbaut, das wäre Zeit für ein Beziehungsgespräch. Also 12 von diesen Bohnen sind schon tödlich, ja, können Sie gut extrahieren. Chemicals are like people. Some are good, some are bad and most are in between. Das mag ich eigentlich sehr gerne, das trifft ganz gut zu. Ja. Jetzt gibt es aber die andere Seite, die nicht der Chemiker jetzt sagt. Jetzt gibt es die Seite, wie viele Stoffe umgeben uns denn eigentlich insgesamt? Wir kennen mehr als 200 Millionen registrierte Stoffe mit einer sogenannten CAS-Nummer. Was eine CAS-Nummer ist, ist ganz egal. 200 Millionen registrierte Stoffe, jedes Jahr kommen 20 Millionen Stoffe dazu und die Kollegen von der AGES müssen diese natürlich alle testen. Das geht nicht, da werden wir später noch dazu kommen. Und 350.000 Stoffe werden kommerziell genutzt und wenn Sie mal hier so gucken, das sind so 50.000 Stoffe, da steht Confidential Business Information. Da wissen wir nichts. Wie viele Stoffe es überhaupt gibt oder auch wie viele Chemikalien, das wissen wir nicht. Ja, es ist nicht bekannt. Und auf der anderen Seite eine Karte, die Helmut Burtscher-Schaden, der auf dem Podium ist, sehr gut kann. Das ist jetzt so Verschmutzung. Wir haben jetzt hier die PFAS-Verschmutzung. Das werden wir heute Abend noch oft hören. Ewigkeitschemikalien. Und wir merken also, unsere Umwelt wird von manchen Stoffen immer mehr verschmutzt. Und wenn wir jetzt Nahrung zu uns nehmen, wir stellen ja die Nahrung nicht unter einer Glasglocke her. Also alles, was wir Menschen in einer industriellen Welt tun, muss ja auch irgendwie, Katrin Vohler hat es erwähnt, muss ja auch irgendwie wiederkommen. Ja, kommt ja alles wieder zurück. Wenn Sie irgendetwas weiß sehen, das ist natürlich nur der Grund, dass da nicht gemessen würde. Ja, also wenn gemessen würde, wäre das natürlich nichts mehr weiß auf dieser Karte. Und auf der anderen Seite haben wir eine sehr gute und Überwachung und Sicherheit in Europa. Ja, also wir haben die ECHA, die Europäische Chemikalienagentur, wir haben REACH, die Registrierung der Chemikalien. Man kann sagen, die Lebensmittel, die wir essen heute, sind sicher die sichersten, die man in der Menschheit je gegessen hat. Also es gibt keine Zeit, in der der Mensch gelebt hat, wo die Lebensmittel nicht sicher waren. Also es gibt viele Leute, die extrem engagiert und wirklich mit Augenmaß gucken, wie schaffen wir es, Gifte fernzuhalten, was müssen wir regulieren. Das ist ein großer Prozess und wo Leute mit Begeisterung und Engagement daran arbeiten. Also die sind jetzt schon sehr sicher und man könnte eigentlich sagen, prima, ja, wofür machen wir eigentlich diese Veranstaltung heute Abend? Die Unsicherheit bei den Verbraucherinnen ist aber groß. Also das kann so weit gehen bis zu einer Chemophobie. Was heißt Chemophobie? Der Begriff ist nicht genau definiert in der Literatur. Also das heißt, wie so Phobie vor Spinnen oder anderen Dingen. Also man entwickelt eine Angst, die wie viele Ängste dann nicht auf einer Datenlage basiert, die muss aber gar nicht irrational sein, aber man ist übermäßig ängstlich zu etwas. Und woher kommt das? Das ist ein sehr, sehr spannendes Paper von Rollini, 2 Jahre alt.
wenn man erstmal schaut, wie informiert die Bevölkerung ist, dann sieht man hier oben, das muss man gar nicht lesen können, ist nicht wichtig, also großer Teil, 90% wissen, dass die Dosis das Gift macht. Ja, Paracelsus haben alle gehört, die Dosis macht das Gift. Das ist schon den meisten Leuten im Klaren. Wenn dann allerdings die Frage kommt, wenn ich jetzt Kochsalz synthetisch herstelle oder Meersalz nehme, ist das dann eigentlich das Gleiche, die gleiche Struktur? Das sieht schon wieder schlecht aus. Ja? Also da liegen dann 80% eher dagegen. Wenn ich jetzt gucke, Chemophobie, also Chemical Substances Scare Me, Chemie macht mir Angst. Das sagen 70% in Europa. Ja, das ist ein großer Teil. Ein anderer Satz, ich würde gerne in einer Welt leben, in der es keine Chemie gibt, in der chemische Substanzen nicht existieren. Das sagen 80%. Ich tue alles, um Chemie zu verhindern, auch 80%. Und ich jetzt, der Umweltchemiker, würde sagen, das geht ja gar nicht, ist ja lächerlich, das ist doch alles Chemie, kann ja gar nicht sein. Das hilft genau gar nichts, weil wir einfach das Wort falsch verstehen. Wenn geredet wird über Chemie, die Leute sind nicht blöd, ja, die denken dann nicht ans Backpulver, sondern sie müssen Chemie gleich mal direkt übersetzen mit eine synthetisch hergestellte schädliche Substanz. Das wird darunter verstanden. Also Sie können jede dieser Fragen übersetzen mit, ich würde gerne in einer Welt leben mit keinen synthetisch hergestellten gefährlichen Substanzen. Da sagen die meisten, na, ganz vernünftig die Antwort, ja, das wollen viele. Es wird missinterpretiert, das ist eigentlich die Aussage. Was haben die Medien damit zu tun, wurde auch schon angesprochen. Die Medien haben viel damit zu tun, müssen sie auch. Sie müssen aufklären, sie müssen vermitteln, sie müssen das Thema rüberbringen. Und blöderweise verkaufen sich die Sachen halt besser, wenn sie ein bisschen aufgeregter sind. Wir haben letzte Woche meine eigene Arbeitsgruppe eine Studie rausgebracht über Autoreifenadditive in Kletterschuhen und wie die Belastung ist, wenn Sie das jetzt als Kletterer einatmen. Das ging viral. Nicht mit unserer Botschaft. Wir haben nämlich überhaupt keine Gesundheitsfolgen untersucht. Und wir sagen auch, wir wissen gar keine Gesundheitsfolgen. Aber medial zusammengefasst heißt, ich klettere, ich sterbe. Aber das tue ich eher, wenn ich vom Seil abrutsche und nicht, wenn ich das einatme. Also es verkauft sich einfach besser. Trotzdem, man kann das jetzt auch nicht so trivial abtun und sagen, ach, die Medien, die übertreiben das. Das wäre ja auch schön, dann wären wir schon fertig mit der Diskussion. Es ist schon komplexer, weil gehen wir mal in der Geschichte so ein bisschen runter. Also mit der Industrialisierung verändert sich das Bild unserer Umwelt und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, also man kann sich gar nicht vorstellen, vor dem Zweiten Weltkrieg hatten sie kein Plastik. Gab es einfach nicht zu Hause. Ja? Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser großen Menge erst auf den Markt gekommen. Hatten sie vorher schlichtweg nicht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt es dann so, diesen Skandal werden viele von Ihnen noch kennen. Das war Contergan mit den Missbildungen. Das war so, kann ich jetzt der Pharmaindustrie noch trauen? Das geht doch gar nicht. Die hatten doch die Studien, kam ja später raus. Ja. Da habe ich aber ein schlechtes Gefühl. Und dann Silent Spring, wer von Ihnen das kennt, von Rachel Carson, ein Buch. Ich würde sagen, das ist der Beginn der Umweltwissenschaften meiner Disziplin. Da wurde geschrieben über das Pestizid DDT, wie das die Biodiversität ausrottet. Und das ist eigentlich eines der wirklich grundlegenden Bücher, wo man so merkt, das geht so nicht. Wir, die Menschen, tun in einer so großen Fläche die Umwelt verschmutzen und das wirkt zurück auf das Ökosystem und auf uns Menschen. 10 Jahre später ist der Club of Rome mit Grenzen des Wachstums. Also Sie sehen, da verändert sich was in der Geschichte. Also das ist nicht mediengetrieben, sondern es verändert sich wirklich was in dem Wachstum. Und dann Seveso, kennen Sie natürlich Dioxin. Auf das Ozonloch würde ich gerne mal zurückkommen. Wenn ich Sie fragen würde, würden Sie sagen, super, haben wir geschafft. Ja, also Montreal-Protokoll, Ozonloch schließt sich wieder. Haben wir was Gutes gemacht. Wir haben diese FCKWs, die Kältemittel, haben wir jetzt ersetzt durch etwas, was das Ozonloch nicht so schädigt. Ich muss mich jetzt nur nachher daran erinnern, dass ich auf den Punkt nochmal zurückkomme. Bhopal, aber wir müssen gar nicht so weggehen. Wir können jetzt auch ins Görschnitztal gehen, der Hexachlorobenzol-Skandal. Sie kriegen fürchterlich viele chemische Substanzen heute Abend. Man sieht übrigens auch, je schlechter die Erfahrungen im Chemieunterricht waren in der Schule, desto mehr Angst haben sie später vor Giften. Ist wirklich, also statistisch evident. Hexachlorobenzol ist ein Pestizid, wurde in Österreich noch bis in die 90er Jahre verwendet, in Deutschland in den 80ern verboten. Alte Mülldeponie sollte entsorgt werden, wurde verbrannt in diesem Zementwerk, hat den Zuschlag bekommen, verbrennt bei 800 Grad, hat wohl nicht ganz gepasst mit der Temperatur, wurde das ganze Tal verseucht. Ja, Rinder notgeschlachtet, kontaminiert, sie können nicht mehr essen. Also wir haben das natürlich auch in Österreich. Ja.
Asbest, Eternit. Kennen Sie Asbest alle? Die Firma Eternit, wo sie herkommt, wissen die wenigsten, aber Sie können es später googeln, wo sie herkommt. Allerdings sehr smart, nicht in Österreich produziert und auf die Wege gebracht, während in anderen Ländern wurden damit Fahrradwege jetzt geschottert. Holland. Pestizide in der Landwirtschaft ist natürlich auch ein Thema. Wir hatten es heute angesprochen. Pestizide sind schon nützlich. Also die schützen erstmal die Pflanzen, die wir essen wollen, vor Schädlingen und steigern die Erträge. Und die sollen ja schon mal per se giftig sein. Ich will ja etwas töten mit einem Pestizid. Ja? Also ich bringe etwas, was giftig ist, auf die Pflanze auf. Wir müssen bis 2050 10 Milliarden Menschen ernähren und sie brauchen in der modernen Landwirtschaft, so die Meinung im Moment, brauchen sie diese Pflanzenschutz- und Behandlungsmittel, um genug Nahrungsmittel herzustellen, damit sie nicht in Hungernot kommen. Und die schaden natürlich massiv dem Ökosystem. Das ist bekannt. Also wenn Sie, die Landwirtschaft ist einer der größten Drücke auf dem Planeten Erden, auf die Biodiversität. Also das schadet erheblich, wenn Sie an Artenvielfalt denken. Und diese Pestizide sind gut reguliert, ja. Die landen natürlich auch in den Nahrungsmitteln. Kommt wieder die Frage der Konzentration rein. Hohe Pestizidkonzentrationen wirken sich auf die Gesundheit schädlich aus. Und Sie haben unten eine wunderbare Ausstellung, wo Sie mit virtueller Realität sich das anschauen können. Ich komme da vielleicht später nochmal drauf zurück. Was machen Sie jetzt in niedrigen Konzentrationen, ist eine Frage. Was machen Sie, wenn wir die in unserem Essen drin haben? Oder Sie sagen, ich kaufe mich da frei. Ich kaufe jetzt organisch angebaute Lebensmittel, Bio-Lebensmittel. Es ist bekannt, dass in aller Regel in biologisch angebauten Lebensmitteln die Konzentrationen signifikant weiter unten sind, bis gar keine vorhanden sind. Es gibt immer mal Ausnahmen, aber so ganz generell sind die wesentlich kleiner. Aber sie müssen sich das auch leisten können. Ja? Es gibt auch einen sozioökonomischen Faktor. Welche Bevölkerungsgruppen können sich bessere Nahrungsmittel leisten? Darauf werden wir vielleicht in der Diskussion überhaupt noch mal zurückkommen, dass natürlich Gesundheit auch viel mit ihrem Einkommen zu tun hat. Was wenig bekannt ist bei Pestiziden, es wird aber auch besser. Das ist der Einsatz Risikopestizide und Sie schauen sich das in der EU an und Vergleichszeitraum hier mal. Allein in diesem Zeitraum bis zu 2022 sind wir um 46% gesunken. Die EU hat noch größere Ziele. Sie möchte, dass wir nochmal bis 2030 um 50% runterkommen. Weniger giftige Pestizide und weniger Pestizide. Und dann gleichzeitig hören Sie wieder die Sperrung gegen das Verbot des Glyphosates. Glyphosat haben Sie auch alle gehört. Wer Bayer-Aktien gekauft hat, hat aber Pech gehabt mit dem Monsanto-Skandal. Also müssen Sie nicht die Aktien kaufen, aber Glyphosat hat aber auch Vorteile. Also ich ärgere Sie jetzt so immer so mit diesen zwei Sichtweisen, weil Glyphosat hat Vorteile, weil das ist wenig volatil. Das geht dann nicht in die Bäume, in die Nachbarschaft, in die Vögel rein, während andere Pestizide, die man vorher hatte, sehr volatil sind. Das heißt aber nicht, dass Glyphosat gut ist. Und eigentlich, manche würden argumentieren, dass die EU hier ihre eigene Regulierung bricht, Glyphosat weiter zuzulassen. Kann man sich wunderbar drüber streiten. Gehen wir auf Materialien. Heute wurde Verpackung angesprochen. Die Generaldirektorin hat gesagt, wir verpacken alles. Das ist richtig. Also hier kommen wir aber auch wieder zu einem manchmal Einkommenszeitproblem. Wenn Sie die Zeit haben, frisch einzukaufen, nicht verpackte Ware, das ist gut. Viele Ware wird aber auch verpackt zum Schutz, um sie haltbar zu machen, länger haltbar zu machen. Also die Verpackungen haben auch durchaus positive Wirkung. Aber in diesen Verpackungen sind Stoffe drin. Also ich könnte Sie jetzt fragen, was glauben Sie denn so in Verpackungsmaterialien, wie viele Stoffe sind dort drin? Sie gehen kurz in sich, überlegen sich mal eine Zahl und auf der nächsten Folie zeige ich Ihnen, wie viel dann wirklich drin sind. Die sind relativ gut oder sehr gut in Europa reguliert. Das ist die 1935-2004 Regulierung. Die dürfen keine Bestandteile, die die Gesundheit gefährden oder die Nahrungsmittel unvertretbar verändern oder beeinträchtigen, abgeben. Ja, das ist reguliert. Und Sie haben auch eine Zulassung für Stoffe, also allgemeine Anforderungen für solche Stoffe, die in der Verpackung sind. Also die dürfen überhaupt nur zugelassen werden, wenn angemessen und ausreichend nachgewiesen worden ist. Also das ist alles okay. Jetzt lese ich den Text nochmal. Also in Mengen abgeben. Die dürfen also abgeben. Da sind wir wieder bei der Menge. Also wie viel dürfen Sie denn jetzt abgeben? Also die menschliche Gesundheit gefährden. Da werden wir uns überhaupt noch viel heute Abend drüber unterhalten. Wann weiß ich denn überhaupt, was gefährdet? Und dann eine unvertretbare Veränderung. Wir haben ja auch Juristen im Raum hier. Also vertretbare Veränderungen sind aber dann okay. Ja? Und hier
Also die müssen angemessen und ausreichend, naja, was ist jetzt angemessen nachgewiesen? Sie können diesen Text ganz unterschiedlich lesen. Sehr zufrieden oder auch sehr, na, da sind aber viele Lücken offen in diesem Text. Die Folie ist ein bisschen kompliziert, ich führe sie durch. Hier oben sehen Sie erstmal Chemikalien mit Lebensmittelkontakt, Food Contact Chemicals. Stellen Sie sich einfach vor, Sie kaufen sich Ihren To-Go-Kaffee. Oder Sie sind ein großer Freund oder Freundin davon, dass Plastikstrohhalme durch Papierstrohhalme ersetzt wurden, freuen sich über die PFAS-Beschichtung im Strohhalm. 93%, entschuldigen Sie den Sarkasmus, das trinken Sie. Also es gibt jede Menge Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, Verpackungen, alles Mögliche bis zur Teflonpfanne. Ja. Und jetzt gibt es hier zwei große Datenbanken. Sie müssen das gar nicht, welche das ist jetzt mal ganz egal. Es gibt zwei große Datenbanken, so ganz genau weiß man das nicht. Und das ist so die Summe der Chemikalien, die wir kennen in Lebensmittelverpackungen. Das sind 14.000. Ich vermute, das ist wesentlich mehr, als Sie vorher sich überlegt haben. Sie haben vielleicht gedacht 100, 200, 300.000. 14.000 verschiedene Chemikalien kennen wir in Lebensmittelverpackungen. So weit, so schön. Nicht so schön ist vielleicht, dass 3.500 von diesen Chemikalien geht man mit einer gewissen Evidenz davon aus, dass Sie die im menschlichen Körper später finden werden. Aufgepasst, Gift, Konzentration, Dosis, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber die finden Sie erstmal. Und in dieser Studie, die ist von letztem Jahr, von der Birgit Goelke aus der Schweiz, 24, geht es noch einen Schritt weiter, dann macht man jetzt Biomonitoring-Studien. Biomonitoring heißt, Sie nehmen Blut ab oder Urin und Sie gucken jetzt, was finde ich jetzt wirklich? Also nicht mehr Datenbank, sondern Sie nehmen jetzt eine Probe vom Menschen und gucken, was finde ich? Das geben wir dann in diese Messgeräte ein, die Frau Baccarini finanzieren muss und fürchterlich teuer sind. Ja, also schnell ist 1 Million weg und die nächste will man dann schon wieder haben. Also das kostet einfach alles ein heides Geld, diese ganzen Geräte, und brauchen auch viel Verbrauchsmaterialien. Ich habe da ein Zwinkern gesehen, dass das nächste schon genehmigt wird. Und da wird jetzt festgestellt, dass von denen, die wir feststellen, in Summe 235, 100 dieser Stoffe of High Concern sind. Und jetzt gehen Sie nochmal zurück zur Chemophobie, zu den Medien. Also es ist eine wissenschaftliche Studie, und sagen jetzt Wissenschaftler, also wir finden 100 Stoffe, die detektieren wir in den Menschen oder weisen sie anders nach, of High Concern. Das heißt nicht, dass die eine schädigende Wirkung haben. Ja? Sie haben jetzt den Stoff in einer Ultraspurenkonzentration möglicherweise festgestellt. Ja? Und die Wirkung kriegen wir da noch gar nicht so direkt mit zusammen. Ich zeige Ihnen einen anderen Stoff, weil ich habe ja versprochen, dass wir darauf zurückkommen. Das sind die PFAS, diese Ewigkeitschemikalien. Also die meisten von Ihnen haben das mittlerweile gehört. Ewigkeitschemikalien werden überall diskutiert. Das TFA haben Sie vielleicht noch nicht gehört, sonst bekommen Sie das heute Abend jetzt auch gleich mit. Das sind Wundermaterialien, ja. Also der Chemiker nimmt einen Kohlenstoff und einen Fluor und das ist jetzt einfach mal die härteste und stärkste Verbindung, die Sie kennen. Die geht nicht mehr auseinander. Sie basteln was ganz Stabiles, können Sie lang oder kurz machen, ja. Und dann machen Sie noch irgendwas Funktionelles hinten dran. Und dann hat das den Vorteil, es ist hitzestabil, es kann Fett abweisen, Schmutz abweisen, Wasser abweisen sein. Sie können den Lidschatten machen, dass der ewig hält. Sie können eine Hamburger Papier herstellen, wo nichts mehr durchsickert. Feuerlöschschäume, es ist überall. Es ist eine Stoffgruppe von, können wir uns streiten, zwischen 16.000 und 1 Million verschiedenen Verbindungen. Sie können die nicht einzeln testen, das können Sie vergessen, das ist gar nicht möglich. Und die finden Sie überall in Lebensmittelverpackungen. Also hier jetzt diese Muffinsförmchen, die sind schon mal ganz blöd. Pizza, 4 Pommes und in den Hamburger habe ich eben schon angesprochen, außer sie sind in Dänemark. Der Dänemark das jetzt nicht. Also der Däne verbietet nämlich PFAS in Lebensmittelverpackungen. Da sind die nicht drin. Aber wenn Sie jetzt hierher gehen und den Hamburger essen, wenn Sie mengen, manche Politiker meinen ja auch, das wäre gesund und günstig, Entschuldigung, dann können Sie den einpacken für 1 Euro und dann haben Sie das jetzt eben drin. Und in Mikrowellen-Popcorn würde ich schon mal ganz von abraten, aber auch diese ganzen Lebensmittelverpackungen, ja. Die Firma Enhance in den USA, die wird man jetzt nicht kennen, die stellt so 220 Millionen solcher Verpackungen her. Da ist jetzt eine PFAS-Konzentration drin, da ist nachgewiesen, dass die in schädlichen Konzentrationen in die Lebensmittel übergeht, nachgewiesen. Und trotzdem haben sie den Prozess letztes Jahr gegen die EPA, die Environmental Protection Agency, verloren, weil gesagt wurde juristisch, die sind überhaupt nicht berechtigt, da einzugreifen. Also wir stellen nicht in Frage, dass das schädlich ist, aber ihr seid nicht berechtigt, da einzugreifen. Mittlerweile wird ein Prozess geführt über
Betriebsgeheimnis, also Stand heute ist, Thema ist noch nicht gelöst von PFAS und ist auch in Europa nicht gelöst, das Thema von PFAS. Und wie es mit der EPA in Amerika weitergeht, müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Und ich zitiere Rektor Schütze von gestern, wir sollten uns aber auch sehr viel Gedanken machen, wie es hier bei uns im Land politisch weitergeht. Lohnt sich gar nicht mehr woanders hinzugucken, also man muss schon auch in Europa bleiben, was passiert eigentlich in Europa gerade. Und das finden Sie dann aber auch überall in der Umwelt, also das finden Sie jetzt im Regenwasser, in Flüssen, in Ozeanen, im Boden, also wirklich überall. Sie können gar nicht Nahrungsmittel herstellen, ohne dass diese manche sind auch sehr sinnvoll, aber viele sind Convenience-Chemikalien, dass Sie die drin haben. Diese Folie habe ich von einem Redner hier geklaut. Herzlichen Dank, Helmut. Das ist eine ganz aktuelle Studie von Global 2000, die zeigt Ihnen, wie die TFA, Trifluoressigsäure, ist jetzt das allerkürzeste PFAS. Also manche streiten sich noch, ob das ein PFAS ist. Also das ist das allerkürzeste PFAS. Das wird jetzt wirklich gar nicht mehr abgebaut. Ja? Das ist so klein, da können Sie nichts mehr machen. Und jetzt sehen Sie hier, egal ob Sie jetzt Bio-Wein trinken oder konventionellen Wein, Rotwein oder Weißwein, das geht einfach dramatisch hoch, diese Konzentration. Ja? Und die finden Sie im Wein überall, aber die finden Sie auch in anderen Lebensmitteln. Die finden Sie nämlich im Niederschlagwasser. Und warum finden wir die jetzt im Niederschlagwasser? Ja, weil das Ozonloch weg ist. Das sind die Ersatzchemikalien für die Kühlmittel. Wir haben also diese FCKW-Kühlmittel ersetzt durch 2 Gruppen. Ganz so banal ist es dann nicht, ich mache es mal banal. 2 Gruppen davon werden in der Atmosphäre abgebaut zu Trifluoressigsäure, eine Ewigkeitschemikalie, die gar nicht mehr wegkennen. Ja? Sind auch in Pestiziden drin, in Medikamenten drin, gerade meist, also verschiedene Pestizide haben das auch als Abbauprodukt. Sie finden es überall, insbesondere in Ländern nah an der Küste, wie Dänemark, Holland, Deutschland, sind die PFAS-Konzentrationen im Niederschlagswasser extrem hoch, über dem Grenzwert der EFSA für etwas, was sie aufnehmen dürfen, was gesund ist. Also sie dürfen dann eigentlich nicht mehr das Regenwasser trinken und dann fragen sie sich, wie wollen sie jetzt das Grundwasser noch trinken? Für Wasserwerke ist das ein immenses Problem. In den USA ist die Regulierung erst lasch gewesen, Europa ist vorgezogen, war viel strenger. Jetzt ist die USA viel strenger und sagt, es gibt von manchen dieser Stoffe gar keine Konzentration, die sicher ist. Das kostet Multimillionen und das wird auch unsere Wasserwerke betreffen in Zukunft. Wie reinigen wir unser Wasser so auf mit Aktivkohle, dass wir diese Stoffe wieder rausbekommen? Europa plant ein Gruppenverbot, dass diese gesamte Gruppe verboten wird, außer für essentielle Anwendungen. Ich will jetzt zum Abschluss des Vortrages kurz einige Begriffe nochmal klären, damit wir die vor dem Podium klar haben, wenn wir immer so über Risiko reden. Ja, was verstehen wir unter Risiko? Da ist der Begriff der Toxizität wichtig in der Exposition. Ich führe sie einmal durch. Also wir wollen ein Risiko einordnen, dann brauchen Sie erstmal die Toxizität. Also auf Englisch Hazard. Die Fähigkeit eines Stoffes, jetzt schädliche Wirkung zu verursachen. Das testen Sie jetzt im Labor. Ja, das mache ich oder das macht die Kollegin, die Georgia, die noch auf der Bühne ist. Das machen wir so an der Uni Wien. Schön. Aber wie machen Sie denn das für 100.000 Stoffe, für 500.000? Also wie kommen wir denn da weiter? Und das andere ist die Exposition. Also das ist die Art, Dauer, Ausmaß der Aufnahme des Stoffes. Also sind Sie eigentlich diesem Stoff ausgesetzt? Und wenn das jetzt kompliziert war, zeige ich Ihnen das so. Also das ist jetzt hier die Exposition. Der Haifisch will Sie fressen, aber Sie sind in diesem Käfig da drin. Macht nichts, sind Sie ja relativ sicher. Ja? Sie haben keine Exposition. Und das andere Beispiel ist, der Hai, meine Tochter würde sagen, der ist ganz lieb, ja, den können Sie streicheln. Also Sie haben eine Exposition, Sie streicheln den, aber er ist aber nicht gefährlich. Ja. Dann macht das auch nichts aus. Also was uns interessiert sind diese hier. Ja. Also Exposition und Gefahr, das wollen wir jetzt zusammenkriegen. Wie geht die toxikologische Bewertung so einen ganzen Grundlagen vor? Da arbeiten ja wirklich viele tausend Leute. Sie versuchen natürlich, das erst in Silico zu machen. Datenbanken, das habe ich Ihnen gezeigt. Auch AI, maschinelles Lernen, wird eine große Rolle wahrscheinlich in Zukunft spielen, brauchen wir auch unbedingt. Und sie verwenden Modelle. Sie versuchen aus der Struktur die Gefahr vorherzusagen. Die nächste Stufe ist dann in vitro. Sie nehmen Zellmodelle, das machen auch wir mit Kolleginnen an der Uni Wien zusammen. Also wir pipettieren Zellmodelle, schauen uns wirklich an, wie reagiert die Zelle. Die Frage ist immer, wie übertragen wir das jetzt auf Menschen? Also passt das dann auf mich? Ja? Also sie stellen bei manchen Reifenadditiven, haben sie dann festgestellt, die sind völlig ungefährlich für manches, aber der eine Lachs, der ist dann sofort tot. Diclofenac kennen Sie alle, schmieren Sie sich aufs Gelenk hier, bringt gar nichts, völlig wirkungslos übrigens. Also Sie schmieren sich dann trotzdem aufs Gelenk, auch wenn es nichts bringt. Entschuldigung, dass ich schon mal Dänemark bringe, dürfen Sie gar nicht mehr in der Apotheke bewerben. Ja, ist eine reine Convenience. Also die Pille können Sie einnehmen, aber das zum Einreiben geht nur ins Wasser.
und ist in Ultraspurenkonzentration tödlich für einen Geier, ja, 4 Nanogramm. Und schon die Konzentration in unserem Abwasser im Fluss ist 10-mal höher, als manche Schnecken vertragen, für den Menschen aber harmlos. Also wo will ich hin? Das passt dann nicht immer auf den Menschen. Und dann kommt die nächste Stufe, die ist aber auch umstritten. Das ist der Goldstandard jetzt. Dann Ratten beispielsweise, gibt auch andere Tiere, aber die sind natürlich ethisch hoch umstritten. Da wollen wir weg in der EU. Ja? Wir wollen natürlich von Tierversuchen weg. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, wo wir sind. Grundsätze weiter, sie versuchen immer so eine Dosis-Wirkung-Beziehung zu machen, also mehr Dosis und dann gucken sie, wie die Wirkung ist im Zellmodell oder in anderen Modellen. Oder sie versuchen, den zeitlichen Rahmen abzuschätzen. Gut sind wir bei der akuten Toxizität. Ja, irgendwas drauf, tot. Ja, sind wir relativ gut, das kriegen wir hin. Schlecht sind wir mit dem Chronischen, also wirklich langfristig, chronisch, dauerhaft und noch schlimmer wird es mit Gemischen. Das macht an der Uni Wien die Exposomforschung. Das ist ein ganz großer Bereich. Wir versuchen also im Exposom, und wir werden auf diesen komischen Begriff heute nochmal zurückkommen, das ist so die Gesamtheit der gesamten Chemikalienwolke, aber auch ihres Lebensstils. Was essen Sie, was tun Sie, in welchem Umfeld bewegen Sie, rauchen Sie, trinken Sie, treiben Sie Sport. Also das ist das gesamte Umweltexposom. Ja? Gute Nachricht für Sie, nur 10-20% ihrer chronischen Krankheiten sind genetisch bestimmt. 70-90% sind durch das Exposom bestimmt. Aber die Frage ans Podium wird natürlich sein, na, und sind es jetzt die Chemikalien oder ist es das, was ich tue? Also haben Sie es in der Hand oder haben Sie es eigentlich nicht in der Hand? Sichere Konzentration, das haben wir schon gehabt. Alles ist Gift, nichts ist ohne Gift. Die Dosis macht das Gift. Manche Chemikalien, die sind jetzt in hohen Dosen schädlich. Einzelne, vielleicht in jeder Dosis. Das ist wissenschaftlich umstritten. Manche sagen, krebserregende Stoffe sind in jeder Dosis schädlich. Das ist durchaus umstritten, wo man auch sagen kann, naja, so ganz sicher ist das nicht, ob es nicht doch unten einen Schwellenwert gibt. Also krebserregende Stoffe oder das sind wieder PFAS, PFOA, PFOS, Chrom, könnte man argumentieren, es gibt keine sichere Konzentration. Ob das wirklich wissenschaftlich stimmt, im Ultraspurenbereich kann man so nicht sagen. Ich schließe damit meinen Vortrag. Der Vortrag ist zusammen mit einem Postdoc in meiner Gruppe, Göksu Çelik, entstanden. Elias Ertschneck hat mitgeholfen und Timo Bühler, der die ganze Veranstaltung mitorganisiert. Herzlichen Dank an das ganze Team. Danke Ihnen fürs Zuhören.